Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wall of Confusion. Schön, dass ihr hier seid. Das ist das Team der Umwerk Systems aus Rosenheim. Heute sprechen unser Linux-Systemadmin Markus und CIO Christian ein bisschen genauer darüber, warum regelmäßige Datensicherung und regelmäßige Backups so existenziell wichtig sind. Markus verrät euch zudem, warum eure Unternehmens-Backups räumlich weit voneinander getrennt und auch noch redundant sein sollten. Ihr erfahrt, wie ihr Ransomware-Kriminellen ein Schnippchen schlagen könnt. Dann geht Markus noch auf automatische Reports ein und erklärt uns, inwiefern die starke Instrumente sind, um die Sicherheit unserer Kunden minutiös zu überwachen. Und zum krönenden Abschluss gibt uns privat Markus Tipps, wie er als IT-Profi seine eigenen Daten sichert. Heute geht es um das Thema Datensicherung und Backups und dazu ist bei mir der Markus Seidel. Deshalb würde ich sagen, Markus, stell du dich vielleicht mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so? Ja, hallo, ich bin der Markus. Ich bin seit 2016 bei der Firma Umwerk Systems als Linux-Systemadministrator angestellt und ich mache alles, was den Namen Server im Produkt hat. Zu meinen täglichen Aufgaben gehört halt das Management von Backup-Servern, VPN-Servern, Web-Servern oder eben ganz allgemeine Systeme, die Kunden im Internet haben. Alles klar. Danke dir. Da wir ja jetzt wissen, wer du bist, warum ist dir das Thema Datensicherung und Backups so wichtig und was sind deiner Meinung nach dabei die größten Herausforderungen? Also das Thema Backups ist nicht nur meiner Meinung nach wichtig, sondern das ist generell ein wichtiges Thema, da davon ganze Existenzen, sei es Privat- oder Firmenexistenzen davon abhängen, ob man jetzt im Schadensfall, also das kann zum Beispiel ein Brand sein oder Wasserschaden oder sonst irgendwas, oder auch physische Gewalt an den Systemen oder auch einfach nur ein Eingabefehler, damit man eben seine Daten nicht verliert, die primär immer wichtig sind. Mhm. Hast du da vielleicht ein praktisches Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, bei dem Backups vielleicht nötig geworden wären, man aber vielleicht keine hatte? Ich habe sogar zwei Beispiele. Das erste Beispiel wäre der Brand im OVH-Rechenzentrum vor ein paar Jahren. Da wurden zwar Backups von OVH angefertigt, von den Servern, die dort betrieben wurden, aber nicht genügend räumlich getrennt. Und als die Feuerwehr dann ein Rechenzentrum nach dem anderen auf dem gleichen Grundstück abgeschaltet hat, waren eben auch sowohl die Live-Server als auch die Backup-Server, von denen man irgendwo anders auf der Welt wieder so ein System wiederherstellen könnte, betroffen und unwiederbringlich weg zum größten Teil. Der andere Fall ist halt, geht ja tagtäglich durch die Medien mit Ransomware. Man klickt blöd auf den Link in der E-Mail und eine Stunde später ist das komplette System verschlüsselt. Man sieht eine Bitcoin-Adresse, die angezeigt wird und kann nur über eine empfindliche Zahlung seine Daten wiederherstellen lassen oder entschlüsseln lassen. Ransomware kennt wahrscheinlich jeder von uns. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen erklären, also wie funktioniert das? Klar, man bekommt eine Mail, da klickt man auf einen Link und dann passiert was, aber was passiert denn da im Hintergrund? Im Hintergrund wird die komplette Festplatte verschlüsselt mit einem Schlüssel, den der Benutzer nicht kennt, sondern eben nur der Anbieter dieser Mailware und gegen eine Zahlung kann man diesen Schlüssel bekommen und da hoffentlich auch seine Daten wieder entschlüsseln. Mit einem Backup muss man nichts bezahlen, sondern hat halt vielleicht maximal einen Tag an Daten verloren, die man aber relativ schnell wiederherstellen oder wieder hinzufügen kann. Also das heißt jetzt übersetzt, die verschlüsselten Daten kann ich dann auf gut Deutsch wegschmeißen und ich spiele einfach das Backup wieder ein. Genau. Bei uns im Unternehmen gibt es da eine spezielle Software, die wir benutzen, um Backups zu erstellen? Also wir verwenden grundsätzlich Bacula. Das ist eine freie Software, Community getrieben, die permanent weiterentwickelt wird und auf allen möglichen Server- oder Client-Systemen auch läuft. Also die läuft unter Windows, Linux, Mac, je nachdem, was man möchte. Mhm. Wenn du sagst, wird kontinuierlich weiterentwickelt, ist das dann Open Source? Also steckt da irgendjemand dahinter? Bacula ist Open Source. Die Software gibt es seit
dem Jahr 2000 und genau, die wird permanent durch verschiedenste Entwickler auf der Welt weiterentwickelt. Das heißt, man hat eine ganze Community dahinter. Genau. Was mich noch interessieren würde, wie integriert sich denn dann Bacula in eine bestehende IT-Infrastruktur? Also gibt es da Anpassungen, die erforderlich sind oder wie muss man sich das vorstellen? Bei uns wird Bacula von unserem zentralen Servermanagement integriert auf dem Server nach dem Minimalprinzip. Also der Kunde hat so wenig wie möglich zu tun und unser Managementsystem kümmert sich da eben darum, dass die aktuellste Bacula-Version installiert ist, dass Jobs definiert sind und ähnliches. Man hört ja auch immer wieder das Wort Backup-Strategien. Wie ist das hinsichtlich Backup-Jobs? Gibt es Strategien, die vielleicht empfohlen werden? Wie ist das? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen. Also bei einem Großteil unserer Kunden haben wir eben die Backup-Strategie einmal pro Woche ein Full-Backup und die restlichen Tage ein inkrementelles Backup. Das wird halt dann 14 Tage vorgehalten, beide. Man könnte also quasi 14 Tage in die Vergangenheit springen. Wir haben aber auch Kunden, da ist ein stündliches Backup der Datenbank zum Beispiel definiert. Ist das für jeden Kunden gleich? Also machen wir das für jeden Kunden gleich oder wird das individuell pro Kunde festgelegt? Also kann beispielsweise der Kunde zu uns kommen, äußert Wünsche und wir setzen Backup-Strategie analog diesen Wünschen auf. Genau, also individuell pro Kunde oder Kundenwunsch können wir das aufsetzen. Okay, danke. Ein großes Thema ist ja auch Sicherheit. Wie wird denn die Sicherheit von Backups gewährleistet? Also werden da Verschlüsselungsmethoden verwendet? Würde mich auch noch interessieren. Die Backups werden bei uns auf dem Client, der zum Backuppen ist, verschlüsselt. Verschlüsselt von dem Client auf den Backup-Server übertragen. Der Backup-Server ist auch mehr als 10 Kilometer räumlich getrennt von dem Kundensystem. Also der aktuelle Haupt-Backup-Server bei uns steht in Finnland. Von diesem Backup-Server wird nochmal ein Backup verschlüsselt nach Deutschland zurück übertragen auf einen weiteren, um eben die Redundanz zu gewährleisten. Was passiert jetzt, keine Ahnung, wenn es vielleicht dumm läuft und ich verliere das Backup und das Backup vom Backup? Grundsätzlich, wenn man das Backup verliert, ist es ja noch nicht mal so schlimm, weil man hat ja noch die Live-Daten. Wenn alle 3 gleichzeitig verloren gehen, dann wären wir wieder dann würde der gleiche Fall eintreten, wie wenn man kein Backup hat. Ach, es sind 3. Also das heißt, ich habe nicht nur 2, sondern ich habe dann auch noch ein drittes Backup. Genau, also wir haben ja quasi 3 Standorte. Einmal haben wir das Live-System, wo die Daten herkommen. Dann haben wir den ersten Backup-Server, auf den die Daten übertragen werden. Und von diesem Backup-Server haben wir aber nochmal eine Kopie. Ach, super. Gibt es auch sowas wie ein Monitoring für Backups? Unser Monitoring-System kennt jeden Backup-Job, den wir eingerichtet haben, prüft den stündlich und ab 24 Stunden, wo kein Backup auf den jeweiligen Clients gelaufen ist, bekommen wir eine Nachricht. Wir bekommen aber auch Nachrichten, wenn Backups gelaufen sind, dass diese in Ordnung sind, beziehungsweise detaillierte Fehlerreporte, falls ein Backup gelaufen ist, aber ein Fehler aufgetreten ist. Was sind denn solche Fehler, die auftreten können? Kann sein, dass mal die Netzwerkverbindung abgerissen ist zwischen Client und Server. MySQL-Dump ist irgendwann vielleicht mal nicht durchgelaufen oder mit einem Fehler beendet worden. Sowas steht dann alles bei uns in den Reports. Das bedeutet, wir sind auch in der Lage, proaktiv dann darauf zu reagieren. Genau. Ja. Was gibt es denn sonst noch zu beachten bei Backups? Also nur weil ein Backup erstellt ist, heißt es ja noch nicht, dass es unbedingt funktioniert. In unserem Prozessmanagement ist sichergestellt, dass diejenigen Personen, die aktuell Bereitschaft haben, auch immer Backups testen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bereitschaft habe, muss ich mir einen Kollegen schnappen unter dem 4-Augen-Prinzip von 3 oder 4 Servern pro Woche einfach einen Restore des Backups machen von Dateien, die das Backup beinhaltet und testen, ob der Inhalt der Backup-Datei oder der Datei, die im Backup ist und der Originaldatei der gleiche ist. Okay, das war bisher jetzt schon echt spannend. Ja, wie schön ist es auch mal aus dieser Perspektive zu hören.
Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hinsichtlich Datensicherung und Backups mitgeben möchtest, das aus deiner Sicht besonders wichtig ist? Also Backups sind ja jetzt nicht nur aus Firmensicht wichtig, sondern eben auch für den Privatanwender zu Hause, wo wir wieder bei der Ransomware wären oder Festplattendefekt, Wasserschaden am Gerät oder ähnliches. Wenn man kein Backup hat, dann sind halt wichtige Familienfotos weg oder Schnappschüsse aus dem letzten Urlaub, Daten fürs Finanzamt, wer weiß. Mhm. Da du jetzt ja auch aus der IT kommst, wie ist denn das bei dir privat zu Hause? Also hast du auch von deinen privaten Backups? Von meinen Geräten wird täglich ein Backup gemacht auf ein Netzlaufwerk, das im Rechenzentrum steht. Von meinem Firmenlaptop zum Beispiel ist das letzte Backup gemacht worden vor meinem Urlaub, also vor 5 Tagen. Sobald der im Netzwerk oder quasi aufgeklappt ist, wird er permanent gebackupt. Also da erfolgt stündlich ein Backup davon. Okay, ja, danke für diese Einblicke. Wie gesagt, war spannend, das jetzt alles aus deiner Perspektive zu hören. In diesem Sinne, danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Danke und bis bald. Zum Schluss seines Gesprächs mit Markus hat Christian die 3 wichtigsten Hacks subsumiert, auf die wir sowohl im unternehmerischen, aber durchaus auch im privaten Bereich achten müssen, um nie wieder Daten zu verlieren. Da uns an dieser Stelle leider die Qualität des Audios abgerauscht ist, fasse ich das an Christians Stelle zusammen. Also, das kapitale erste Learning ist: Macht regelmäßig Backups. Betonung auf regelmäßig, Betonung auf Backups. Das zweite Learning regelt Überprüfung und Überprüfbarkeit hinsichtlich Konsistenz und Wiederherstellbarkeit eurer Backups. Und das dritte und letzte Learning lautet: Verlasst euch niemals, aber auch niemals auf nur ein einziges Backup oder nur einen einzigen Server. Wir freuen uns sehr, wenn euch diese Folge gefallen hat und eure Aufmerksamkeit für die Wichtigkeit des Themas wieder erwacht ist. Abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like oder ein Kommi da und teilt diese Folge mit euren Kollegas. Ciao!